Groningen ist die Fahrradstadt schlechthin. Mit einem Fahrradanteil von ca. 60% am Gesamtverkehr gilt die Studentenstadt als Fahrradhauptstadt in Europa. Durch ein ausgeweitetes Busnetz und Zuganbindung will Groningen ein Vorreiter von nachhaltiger Mobilität werden und bis 2035 sogar klimaneutral werden. Doch was zeichnet eine Stadt aus, in der es mehr Fahrräder als Menschen gibt? Was wird hier besser gemacht als in anderen Städten? Der große, radikale Wandel der Stadt begann 1977 und wurde durch den Politiker Max Vandenberg angestoßen. Er erkannte, dass Autofahrer viel Platz wegnehmen und handelte als Reaktion auf die steigende Anzahl an Toten durch Autounfälle. Heute ist die Innenstadt in 4 Sektoren aufgeteilt. In jedem dieser Sektoren ist Autofahren möglich. Jedoch ist es nicht möglich, in den benachbarten Sektor zu fahren. Außer man nimmt einen Umweg von über 10 Minuten in Kauf. Nur Fahrradfahrer genießen völlige Freiheit und können zwischen den Sektoren fahren. Da jedoch täglich fast 360.000 Fahrzeuge zwischen Groningen und den umliegenden Regionen pendeln, muss eine ausreichende Infrastruktur für Fahrrad- und Autofahrer bereitgestellt werden. Während die Fahrradfahrer von ausgezeichneten Radwegen Richtung Stadtzentrum und Universität profitieren, wird versucht, die Autofahrer so weit wie möglich aus der Stadt zu halten. Mithilfe eines zweispurigen Stadtringes sollen die Autofahrer um die Stadt geführt werden. Um Pendlern die Möglichkeit zu bieten, trotzdem ins Stadtzentrum zu gelangen, wurden an Autobahnausfahrten sogenannte P+R, also Park and Ride, errichtet. Durch kostenlose Parkplätze und perfekte Anbindung per Bus sind P+R der ideale Anreiz, um Autofahrer aus der Innenstadt fernzuhalten. In Groningen wird alles daran gesetzt, den Fahrradverkehr zu fördern. Die Regel, dass jede neu gebaute Straße in Neubaugebieten mit einem Fahrradweg ausgestattet werden soll, führt zu ausgezeichneten Radwegen in der ganzen Stadt. Da Fahrräder fast überall Priorität haben, kriegt jeder Radfahrer hier ein Sicherheitsgefühl, welches mit Radfahren in deutschen Straßen nicht zu vergleichen ist. Um den Fahrradverkehr so flüssig wie möglich zu gestalten, wurden zwischen Stadtzentrum und dem Universitätskomplex 2 Fahrradautobahnen gebaut, welche von rund 17.000 Menschen täglich genutzt werden. Auf diesem Radweg profitieren Radfahrer von einer Fahrt ohne Ampeln und ohne Kontakt mit Autos. Der wesentliche Unterschied zwischen deutschen und niederländischen Kreuzungen ist, dass Radfahrer und Autofahrer nicht zur selben Zeit eine grüne Ampel bekommen. Doch was ist der große Vorteil? Als Fahrradfahrer kann man in Groningen in einem Mal links abbiegen und muss nicht an 2 nervigen Ampeln warten. Um die Möglichkeiten für Radfahrer zu erhöhen, wurden in der Vergangenheit durch die Stadt Groningen gezielte Anstöße für Innovation gegeben. Bei jeder Tour durch die Stadt entdeckt man faszinierende Fahrzeuge oder Erfindungen. Ob sogenannte Bugfeeds, die einen Umzug per Fahrrad ermöglichen, die Firma Swapfeeds, die das Leasen von Fahrrädern inklusive Service bereitstellt, oder durch Erdwärme erhitzte und somit rutschfeste Radwege mit Nässe-Sensoren auf der Fahrbahn, die eine schnellere Ampelschaltung für Radfahrer bei Regen ermöglichen. Und wer dann noch in Groningen ein Fahrrad ausleihen will, kann sich am Bahnhof ein Fahrrad für schlappe 3 Euro ausleihen. Nicht pro Stunde, sondern für 24 Stunden. Erwähnenswert ist ebenfalls das ausgebaute Busnetz. Um pünktliche Busreisen zu ermöglichen, haben die Busse in Groningen eigene Straßen, die für Autos nicht zugänglich sind. Dass in Groningen zahlreiche Elektrobusse unterwegs sind, verstärkt den Eindruck, dass die Stadt viel Geld ausgibt, um in Zukunft emissionsfrei zu werden. Im letzten Jahr wurde sogar ein autonom fahrender Shuttle für Arbeiter getestet. Man kann also gespannt sein, was in Zukunft noch folgen wird. Doch führt eine fast autofreie Innenstadt nicht zu Einkommensverlusten bei lokalen Geschäften? Ist es überhaupt möglich, die Einkäufe ohne Auto zu transportieren? Supermärkte ohne Autoparkplätze und ein boomender Einzelhandel in der Groninger Innenstadt zeigen,
Ein Leben ohne Auto ist mehr als nur möglich. An Orten, an denen früher Parkplätze für Autos waren, stehen heute Tische für Restaurants oder zahlreiche Bäume, die die Innenstadt grüner machen. Um zu verhindern, dass abgestellte Fahrräder zu viel Platz wegnehmen, gibt es in der Innenstadt sowie am Bahnhof riesige Fahrradparkhäuser, in denen man sein Fahrrad kostenlos abstellen kann. Doch was können wir eigentlich von Groningen lernen? Erstens wird enorm viel Geld in Fahrradwege gesteckt. Während in Hamburg 3 Euro pro Person im Jahr für die Fahrradinfrastruktur ausgegeben werden, sind es in Groningen 105 Euro. Tendenz steigend. Was zudem auffällt, ist die ständige Forschung nach neuen Möglichkeiten für eine grünere Stadt. In der ganzen Stadt wird die Mobilität mit Hilfe von Sensoren getrackt und durch Pilotprojekte werden neue Erfindungen oder Ideen getestet. Viel wichtiger ist allerdings der Mut. Für Veränderungen braucht es Mut, denn auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.